Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute wieder mit John Liedermann und einen neuen alten Song, wie ich gerade in der Videobeschreibung gelesen habe. Der Song heißt Ich bin kein Mensch. Ich bin sehr gespannt. Wir schauen mal rein. Achtung, Musikvideo nicht für Kinder geeignet. Okay. Danke an die Streaming-Musikindustrie. Ja. Dank der lächerlichen und unfairen Tantiemenausschüttung, kann man verstehen, greife ich in der Musikvideoproduktion auf KI zurück. Ja, dank an meine echten Darstellerinnen, die mich videografisch unterstützt haben. Also wir haben echte Darstellerinnen, aber hier gibt es auch KI-Inhalte. Die Musik ist natürlich von ihm. Hat er ja nicht nötig, irgendwie KI-Musik hochzuladen. Das wäre ja Quatsch. Aber für die Videoproduktion kommt KI zum Einsatz. Wie gesagt, habe ich schon mal erwähnt, entweder man ist für KI oder gegen KI. Was ich nicht gut finde, ist, wenn man in seinem eigenen Umfeld, also in seinem eigenen Beruf quasi, zum Beispiel jetzt John äh, als Musiker, sagt, ich finde KI-Musik schlecht, weil andere üben ihr Leben lang, machen, tun und dann kommt jemand und gibt ein bisschen was in die KI ein und hat dann auf einmal einen guten Song rausbekommen. Äh, Das ist schlecht für echte Musiker. Wenn man das sagt, ist das okay. Dann darf man aber selbst gar keine KI benutzen. Auch nicht zur Videoproduktion, zur Bildbearbeitung oder sonst irgendwas. Weil auch da gibt es ja Menschen, die ihr Leben lang das machen schon oder fast ihr Leben lang viel dafür getan haben, um gut zu werden. Und dann kommt jemand und gibt was in die KI ein und macht ein Video. Aber ich denke, John ist da ganz locker in der Hinsicht. Von daher ist es okay, wenn er KI benutzt für seine Videos. Wenn er jetzt sagen würde, es darf keine KI benutzt werden, um Musik zu machen, dann dürfte er selbst eben auch keine KI benutzen, um Videos zu machen, meiner Meinung nach. Aber ja, er hat hier recht, was an Tantiemenausschüttung in der Musikindustrie abgeht. Ich habe da einige schon gelesen. Ist einfach lächerlich. Das sind die Künstler, die machen die Musik und die sollten auch wirklich den Löwenanteil an ihren Werken bekommen. Und ja, Plattenfirmen und sowas, die haben eine Menge Kosten und eine Menge Risiko. Ähm, Denn wenn sie eine Menge Geld in eine Videoproduktion investieren und alles und am Ende machen sie nur Verlust, ist natürlich für die auch scheiße. Natürlich müssen sie dann äh, schon ein bisschen mehr einnehmen, um das dann wieder zu decken. Ja, ähm, das heißt, sie müssen von Künstlern, bei denen sie gut verdienen, auch mehr abnehmen, um dann eben auch mal einen Flop wegstecken zu können. Sonst kann so eine Plattenfirma sehr schnell pleite gehen und dann ist alles für den Arsch. Also irgendwo kann man es auch verstehen, aber trotzdem müssten die Künstler selbst wirklich mehr bekommen. Denn ich sehe das immer wieder, dass Musiker aufhören, weil sie es sich gar nicht mehr leisten können, Musik zu machen, weil sie gar nicht davon leben können. Und wenn sie nebenbei noch arbeiten müssen, haben sie keine Zeit mehr zum Musik machen. Und das ist ja dann auch scheiße. Irgendwo muss man da mal einen Weg finden, zusammenzukommen und es für beide Seiten fair zu gestalten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass beide Seiten gar nicht so sehr daran interessiert sind, weil die Musiker natürlich sagen, hey, es ist meine Musik, ich will das Geld bekommen und dann eben nicht einsehen, dass die Plattenfirmen ja auch irgendwo verdienen müssen, um eben Kosten zu decken. Und andererseits die Plattenfirmen wollen nicht einsehen, dass die Künstler ja auch leben müssen. Die müssen vielleicht ihre Familien ernähren und alles. Und da ist alles ein bisschen kompliziert.
Aber wir werden mal sehen, was hier abgeht in dem Song. Let's go. Sag mal, habe ich jetzt 5 Minuten gequatscht, ohne hier irgendwas anzugucken? Bin ich nicht mehr ganz richtig in der Rübe oder was? Ach du Scheiße. Ich kann mich einfach nicht erinnern, einmal klein gewesen zu sein, im Sandkasten zu sitzen oder laut herumzuschreien. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, etwas Großes hart vollbracht, mit anderen um die Wette trinken und die Nächte durchgemacht. Ich bin kein Mensch, ich fühle mich programmiert, aber versucht, ja davor wegzurennen. Aber dann kommst du und schließt die Tür, drückst diesen Knopf hinter meinem Kopf. Ich kann mich einfach nicht erinnern, es ist völlig triumphal, deine Lippen zu spüren, deine Brust berühren, dies ist mein Warnsignal. Jeden Tag um 20 Uhr lauf ich völlig automatisch zu dir, damit du mich programmieren kannst und ich treu nach deiner Nase tanz. Ich bin kein Mensch, ich fühl mich programmiert, aber versucht, ja davor wegzurennen. Aber dann kommst du und schließt die Tür, drückst diesen Knopf hinter meinem Kopf. Und plötzlich merke ich bin ein Roboter, der nicht leben kann ohne Energie. Es gibt ein Herz in mir, gesteuert von dir. Jeden Abend um 8 wird es ausgemacht. Ich bin kein Mensch, bin programmiert, versuch nicht mehr wegzurennen. Ja, nicer Song auf jeden Fall. Aber an eine Sache erinnere ich mich. Als ich Jordan kennengelernt habe, meinte er zu mir, dass jetzt Härteres zu erwarten ist von ihm. Und ganz ehrlich, seit Leuchtturm habe ich nichts Härteres gehört. Ich warte noch auf die härteren Sachen, aber ich finde das hier super gemacht. Passt auch gut zu diesem KI-Stuff hier. Ich bin kein Mensch und so. Der Text erinnert auch ein bisschen an KI-Texte, aber nicht ganz. Ich erkenne seinen Stil zu schreiben, da ich ja jetzt schon ein paar Songs von ihm kenne, aber es erinnert doch ein bisschen an KI-Songtexte. Also ich glaube, er hat da so einen Mittelweg gefunden, das so ein bisschen so zu schreiben, als wäre es KI generiert, aber es ist doch sein eigener Stil, was eben passend zu diesem Song ist. Super gemacht. Und auch das Video, ne? Ich kann mir richtig vorstellen, wie es gelaufen ist. Ja, er hat da Fotos oder kurze Videos von sich gemacht und von den Darstellerinnen und hat gesagt, hier KI, füg mal das hinzu, mach das mal so. Ja, das ist eben, ich glaube, das ist die Zukunft der Videoproduktion für kleinere Künstler, für kleinere Bands, die sich eben nicht leisten können, große Videos aufzunehmen und die eine Community haben, die zum Beispiel über, weiß ich nicht, was für Möglichkeiten es da gibt, der Band Geld zukommen lassen, um das Video zu finanzieren. Denn das habe ich ja schon oft genug erlebt. Zum Beispiel über Twitch, ja, über Spenden. Da kommen Spenden rein, um ein Video zu finanzieren zum Beispiel.
Aber die Möglichkeiten hat eben auch nicht jeder Künstler. Und KI ist dann eben ein günstiger Weg, ähm, ein Video zu produzieren. Und ich finde, das ist okay. Wenn die finanziellen Mittel fehlen, um eine große, tolle Videoproduktion zu machen. John hat ja schon gute Videos produziert, das muss man sagen. Aber das kostet eben. Und mit KI ist es billiger. In den meisten Fällen. Und das Ergebnis ist ziemlich gut, finde ich. Und die KI wird immer besser. Ich glaube, das ist wirklich die Zukunft. Was natürlich schlecht ist für die echten Videoproduzenten. Denn ich finde, ab einem bestimmten, ja, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat und bestimmte Einnahmen hat, monatlich, durch seine Musik, dann sollte man eben nicht mehr zur KI greifen, sondern wirklich echte Menschen beauftragen, die das machen. Aber gerade bei so kleinen Künstlern finde ich es voll okay, wenn man eben einen kostengünstigen Weg sucht. Ich mache das ja genauso mit meiner Musik. Allerdings würde ich für die nächsten Songs, die ich machen würde, schon schauen, ob ich vielleicht echte Menschen finde, die ein zum Beispiel bezeichnetes Video erstellen können ohne KI. Zu einem relativ geringen Preis. Ich nehme kein Geld ein mit meiner Musik, also kann ich auch nicht 5.000 € für ein Video bezahlen, zum Beispiel. Geht nicht. Kann ich mir nicht leisten. Aber wenn ich da jemanden finde, auf Fiverr zum Beispiel, der das kostengünstig machen kann, warum nicht? Ich gebe auf und drücke diesen Knopf. Hör auf zu existieren, du siehst mich explodieren. Ich bin kein Mensch, ich fühle mich programmiert, aber versucht, davor wegzurennen. Ja, aber dann kommst du und schließt die Tür, drückst diesen Knopf hinter meinem Kopf. Ich bin kein Mensch, bin programmiert. Ich bin kein Mensch. Na Leute, John Niedermann bei Pechvogel kam, glaube ich, auch schon KI zum Einsatz, würde ich sagen. Kam mir so vor. Unterstützt John. Der hat das verdient, der ist gut. Der ist wirklich gut. Schaut da rein, wenn ihr könnt. Ich weiß nicht, wie es mit Live-Auftritten aussieht. Ich glaube, da ist nicht wirklich was geplant. Aber vielleicht seid ihr selbst Mitglied einer Band, habt eine Band und sucht jemanden, der vielleicht mal bei euch zu Gast ist auf der Bühne. John Niedermann ist wirklich ein guter. So, das war die Reaction für heute. Den Link zum Video gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.